Hallo und herzlich willkommen zu diesem Blockflöten-Video, in dem es gehen soll um das Stimmen mit 2 Blockflöten. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Vera Petri und gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Meine Schülerin Simone assistiert mir heute in diesem Video. Wir haben einmal ausprobiert, welche Übungen man machen kann, um besser hören zu lernen. Bin ich nun zu tief oder zu hoch, wenn ich mit jemand anderem zusammen Blockflöte spiele? Wie ihr sicher wisst, kann man natürlich die Blockflöte ein Stück ausziehen, wenn sie zu hoch ist im Ensemble oder in der Kammermusik. Wenn ich sie rausziehe, wird sie etwas tiefer. Aber wie ich euch schon in meinem Video letzte Woche ausführlich erklärt habe, hängt sehr viel, eigentlich das meiste, von dem Atem ab. Wie stark ihr in die Flöte hineinblast und mit welcher Geschwindigkeit. Davon hängt es sehr ab, ob euer jeweiliger Ton zu hoch oder zu tief ist. Ich habe euch auch erklärt in diesem letzten Video, dass jeder Ton unterschiedlich geblasen werden muss auf der Blockflöte, um sauber gestimmt zu klingen. Das meiste müsst ihr also selbst tun beim Blasen und eigentlich ständig hören und korrigieren, wenn ihr zu hoch oder zu tief seid. Ihr könnt euch nicht darauf verlassen, ich habe jetzt rausgezogen und jetzt stimmt das und ich blase jetzt einfach und spiele. Ja, und um das zu üben, dass man das überhaupt hören kann, bin ich jetzt drüber oder drunter, haben Simone und ich ein paar Übungen gemacht. So, dann zeige ich euch mal die erste Übung, die wir geübt haben, Simone und ich. Und zwar seht ihr das hier mal aufgemalt, diese gerade Linie, die schwarze, das bin ich mit meinem Ton. Ich habe eben versucht, einen geraden, stabilen Ton zu blasen, was ja eigentlich gar nicht so leicht ist. Und Simone hat viel zu leise, sprich zu tief angefangen. Also dieses Prinzip muss euch auch klar sein natürlich, auch das habe ich schon mal in dem letzten Video erklärt, ich wiederhole mich, dass man je leiser man bläst, desto tiefer ist. Und umgekehrt natürlich, je höher man ist, je lauter man ist, desto höher. Das heißt, Simone hat jetzt hier viel zu tief angefangen und sollte dann hochkrabbeln, bis sie meinen Ton erreicht hatte. Und das hört sich dann so an. Ja, was dann passieren kann, wenn man dieses übt, ist, dass man vielleicht diese gerade schwarze Linie, die ich dann verkörpere, dass man die gar nicht erreicht. Dass man so ein bisschen drunter hängen bleibt und doch nicht laut genug bläst, um genau denselben Ton zu erwischen. Das würde in der Zeichnung dann etwa so aussehen. Und wenn ihr das so spielt, dann hört ihr so ein gluckerndes Flackern im Ohr, so eine Schwebung. Und wenn das noch so trillert im Ohr quasi, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist immer ein Zeichen, dass der Ton noch nicht stimmt bei euch beiden. Also ihr spielt natürlich denselben Ton, darüber reden wir jetzt. Simone und ich haben hier beide ein D gespielt auf der Altflöte. Das kann man aber mit jedem Ton machen, das ist im Prinzip egal. So, und das ist Simone dann auch mal passiert und das klingt dann eben so. Nicht ganz dran, muss noch bis oben hin. Okay. Ja, also wie ihr hoffentlich hören konntet, kam Simone nicht ganz oben dran mit ihrem Ton. Dann haben wir mal das Umgekehrte probiert, nämlich dass Simone viel zu hoch, also viel zu laut anfängt und sich runterplumpsen lässt, bis sie meinen Ton erreicht. Und das sieht in der Zeichnung dann so aus und das hört sich dann so an. Ja, und hier kann natürlich auch was schief gehen. Was meistens schief geht, nach meiner Erfahrung, wenn Leute das üben,
ist, dass sie drunter plumpsen unter diese schwarze Vera-Linie und dass sie dann zu tief sind. Das würde dann in der Zeichnung so aussehen. Und genau das ist Simone natürlich auch mal passiert. Wir haben das auch so ein bisschen absichtlich gemacht. Und das hört sich dann so an. Jetzt warst du drunter geraten. Also auch hier hört ihr wieder so ein Flackern im Ohr, also ein Trillern, also eine Schwebung. Ich hoffe, ihr könnt das hören übers Video. Und das ist dann immer nicht ganz sauber gestimmt. Ja, und als nächste Übung haben wir dann mal beides kombiniert. Das heißt, Simone fing viel zu hoch an und kreuzte quasi meinen Ton, war einen kurzen Moment genau sauber gestimmt mit meinem Ton und ist dann aber drunter gegangen, leiser geworden, viel leiser und viel zu tief. Und das klingt dann so. Ja, und auch hier haben wir natürlich das Umgekehrte gemacht, dass Simone einmal viel zu tief anfing und sich dann hochgearbeitet hat mit ihrem Blasdruck, mit ihrer Lautstärke, bis sie weit drüber war. Und das hört sich dann so an. Ja, und zum Schluss wollten wir euch natürlich noch mal hören lassen, was dann im Idealfall passiert, nämlich wenn man direkt denselben Ton auf derselben Tonhöhe spielt. Und das klingt dann so. Ja, mit diesen Übungen könnt ihr herausbekommen, erstmal, ob ihr überhaupt höher oder tiefer seid als der oder die andere. Das weiß man ja manchmal gar nicht. Man hört, dass es verstimmt klingt, aber man weiß nicht, wer ist denn jetzt höher und wer ist tiefer, beziehungsweise wo befinde ich mich. Und wie ich euch erklärt habe, muss man ja während des Spielens das eigentlich ständig korrigieren und hören. Es kann zum Beispiel passieren, dass ihr im Ensemble spielt mit lauter Blockflöten und jemand wechselt die Flöte und nimmt eine andere Bassflöte und die ist sehr tief und jetzt müssen alle ein bisschen vorsichtiger blasen, damit das stimmt. Dann könnt ihr das hören. Und dadurch, dass wir die Übungen so extrem gemacht haben und ihr das vielleicht auch nachmachen könnt, bekommt ihr ganz schnell ein Gefühl dafür, wo ihr euch befindet im Hinblick auf diese gerade Linie. Wenn ihr das jetzt zu zweit übt, ist wichtig, dass der Spieler oder die Spielerin mit der geraden Linie, mit der schwarzen Linie hier in unserem Beispiel, ganz stabil bläst, also ruhig einatmet und stabil bläst und oft genug zwischenatmet, damit nicht jemand einen ganz langen Ton bläst und es nicht mehr aushält und der sinkt dann ab. Das wäre noch wichtig. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit diesen Übungen ein bisschen eure Intonation trainieren, euer Korrigieren mit dem Atem, so dass ihr mit 2 Blockflöten oder noch mehr Blockflöten natürlich schön sauber gestimmt spielen könnt. Für heute erstmal so weit. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Übungen. Schnappt euch einen Partner oder eine Partnerin, die das mitmachen möchte. Sehr gut. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bitte abonniert meinen Kanal und klickt das Glöckchen an, damit ihr Benachrichtigungen bekommt. Dann mal wieder bis nächsten Freitag. Bis dahin. Tschüss.